Brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. Willkommen zurück, liebe Leute. Danke fürs Zusehen. Und zwar haben wir ein neues Update, was sehr, sehr bald in das Spiel gelingt. Ich denke mal, das wird Anfang des Monats jetzt kommen, also morgen oder übermorgen wird das dann abgerollt, das Update, und wir müssen dann auch das Spiel neu updaten. Und wir quatschen ein bisschen, was da eigentlich genau abgeht. Ich habe auch ein paar Grafiken da. Ich habe mir das Video von dem F1 Clash Team gerade angeschaut gehabt, und wir schauen uns mal zusammen an, was mit diesem Boxenpass, mit diesem Pitpass, was es eigentlich auf sich hat. Wir gehen mal zusammen durch. Die Grafik, wie ihr seht, das wird sich komplett ändern hier. Wir werden dann am Anfang in unserem Bildschirm, aktuell sieht es ja so aus, und wir werden es dann so haben. Der Pitpass, ich persönlich, Leute, und wir können auch mal zusammen darüber diskutieren, schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr davon hält. Ich halte es für etwas mega Geiles. Und zwar, wie ihr seht, wir werden auch neue Lackierungen, also wir werden Ferrari, Mercedes und Alfa Romeo, so wie die das jetzt da präsentiert haben, werden wir dann als neue Lackierung haben. Da gibt es zwei Meilensteine, einmal den kostenlosen und dann einmal den Premium. Wir werden auch nochmal dazu eingehen, was kostet Premium und was kriegen wir dafür überhaupt. Und da werden wir alles jetzt gerade in diesem Video werden wir das besprechen. So wie ihr seht auch hier in der Grafik, in dem freien Meilenstein werden wir trotzdem Belohnungen kriegen. Also von daher, es ist jetzt nicht so, dass wir keine Belohnung mehr kriegen. Was die Jungs allerdings geändert haben, und das ist eigentlich das Wichtigste an dem Spiel, was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, dass es einfach besser ausgeglichener ist für die Leute, die auch wirklich in den Serien spielen. Das heißt, wir werden jetzt in diesem Meilenstein, wenn wir jetzt Serie 12 aufgeschaltet haben, jetzt in meinem Fall, und ich dann Serie 9 fahre, dann werde ich keine Trophäen kriegen. Wir müssen Trophäen collecten, also sammeln, und wir können nur Trophäen sammeln, so wie die Jungs das auch beschrieben haben, indem wir auch in unserer Serie fahren. Ich finde das perfekt. So haben die Botter auch gar keine Chance mehr, in Zukunft irgendwelche Vorteile sich zu erspielen gegenüber uns. Und das ist, finde ich, viel, viel geiler. Ihr seht selber, im Premium kriegen wir da auch eine Platinkiste, so gesehen als erste Trophäe. Dann würden wir so gesehen die Lackierung kriegen, Alfa Romeo, und dann fangen wir auch schon an mit Teilen, zum Beispiel keine blauen, sondern wir kriegen dann auch schon seltene Teile. Wir gehen mal weiter. Wir sehen ja selber hier so ein Meilenstein, bin ich auch der Meinung, das geht dann immer einen Tag. Das heißt, wir können dann immer an einem Tag 3 oder 4 Aufgaben erfüllen, um dann so gesehen auch unsere Erfolge, unsere Belohnungen abzuholen, und danach geht es weiter. Ich denke mal, so ein Meilenstein, der geht dann, denke ich mal, immer so 6 Tage oder 7 Tage, so wie wir auch oben sehen. Und ich finde das auf jeden Fall mega geil. Es gibt dann auch als Belohnung, gibt es dann auch eine legendäre. Finde ich auch super. Ja, 22 epische Teile, wie wir sehen, 33 seltene und nochmal 110 normale. Ich persönlich, wie gesagt, ich bin da ein Riesenfan von. Klar, um jetzt den Premium Pass zu aktivieren, um dann den Meilenstein zu machen in der Premium-Kategorie, müssen wir natürlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Allerdings sind da auch unsere Preise wesentlich besser. Und da kommen wir auf dieses Bild hier zu, auf diese Grafik. Ihr seht selber, up to 60 the value back. So, also 60 Mal kriegen wir unsere 5 Euro zurück. Ja? Und ihr seht selber, dass wir, wenn wir Kisten kaufen zum Beispiel, dass da steht 80% mehr drin oder 95% mehr drin, dass diese Kisten sich eigentlich wirklich lohnen. Ich bin auch der Meinung, hier für 5 Dollar jetzt, was in unserem Fall 3,99 Euro wäre oder selbst sogar noch 4,59 Euro, weil im Moment ja der Dollar auch stärker ist, werden wir trotzdem gute Sachen drin haben. Wir sehen selber, wir kriegen nochmal plus 5% extra Reputation. Also wir kriegen dann auch nochmal mehr Sterne, was natürlich auch in der Liga sehr, sehr helfen kann für unseren Club. Dann kriegen wir auch nochmal eine Lackierung. In dem Fall wäre das jetzt die Alfa Romeo Lackierung. Und wir kriegen dann auch nochmal 60% mehr Sachen. Das heißt, wir kriegen Goldkisten, wir kriegen legendäre Kisten, wir kriegen Bugs, wir kriegen Coins. Also wir kriegen alles das für 5 Euro, woran wir arbeiten können. Vielleicht eine Woche oder einen Monat für diese 5 Euro. Und dann haben wir definitiv einen Vorsprung. Das heißt nicht, dass wir das jede Woche machen müssen oder dass wir jedes Mal den Premium Pass aufschalten müssen. Aber ab und zu können wir ja sowas aufschalten, wenn der ein oder andere sagt, okay, ich schalte mir das jetzt mal diesen Monat auf. Ich bin der Meinung, dass es sich auf jeden Fall lohnt. Wie wir auch sehen, nochmal zu der Reputation zu kommen, da kriegen wir nochmal plus 5%. Das wird dann auch so bei uns in der Grafik dann erscheinen.
Riesenfan. Ich extrem von der neuen Lackierung. Das war auch ein Ding, was ich dem Support angeschrieben hatte vor ein paar Wochen. Wie sieht es denn da aus mit richtigen Lackierungen, wie zum Beispiel Alfa Romeo, Ferrari, Mercedes etc. Die haben jetzt in dem Video 3 Stück veröffentlicht, wie wir sehen. Einmal Alfa Romeo, dann Ferrari-Lackierung und dann nochmal eine Mercedes-Lackierung. Ich persönlich bin Ferrari-Fan, das heißt, wenn die Jungs mir da die Ferrari-Lackierung machen und natürlich auch Alfa Romeo, dass ich mir diese Lackierungen holen würde. Die Jungs haben auch gesagt, dass diese Lackierungen permanent sind. Das heißt, die werden dann für die komplette Saison, werden die dann in deiner Lackierung drin sein, da wo wir dann halt auch hier in dem Fenster, wo wir uns das aussuchen können. Ja. Wir gehen nochmal ganz schnell zurück und zwar genau zu den Kisten, die wir ja im Moment hier, das sind ja diese Freikisten, die sehen wir hier links unten, Gratiskiste. Die werden dann nicht mehr dort eingeblendet sein, sondern die werden dann bei uns im Store, also bei uns im Shop hier, unten links im Shop, werden die dann eingeblendet sein, die wir uns dann abholen können. Leute, ich hoffe, das Update kommt sehr, sehr bald. Ich bin total, ich finde das gut. Ich finde das jetzt nicht super gut, ich will das jetzt nicht hypen, weil wir müssen erstmal warten, bis wann es da ist. Allerdings finde ich es persönlich viel, viel besser, dass man jetzt auch sagt, die Trophäen können nur gesammelt werden in der Liga, wo ihr auch seid. Das heißt wirklich, wenn ihr jetzt in Serie 9, in meinem Fall jetzt, da fahre ich Position 1 und Position 2. Stellt euch mal vor, ich würde da die Trophäen abholen. Und ich finde das einfach ausgeglichener, das hat das Team auch gesagt. Es ist ein gewisses Balancing jetzt da zu den Leuten, die auch wirklich in ihrer Liga spielen. Und die Kisten, die sind dann auch besser verteilt, und zwar, wenn ihr dann mehr Punkte fährt, kriegt ihr dann auch die besseren Kisten, ihr kriegt dann bessere Trophäen, und wenn ihr dann, sagen wir mal in Serie 12, das fand ich nämlich auch ein bisschen unfair, dass Leute legendäre Kisten bekommen haben in Serie 12, die teilweise 10 Punkte oder 11 Punkte gefahren sind, und ich fahre dort die ganze Zeit 20 bis 30 und ich kriege nicht mal eine legendäre Kiste. So, man sollte schon die Spieler supporten, die auch wirklich viele Rennen fahren, und die Leute, die dann nicht so viele Rennen fahren, ja, das ist dann halt so, dass die dann halt mehr grüne Kisten kriegen. Ist ja auch normal. Wenn ihr dann nur 2, 3, 5 Rennen fährt am Tag, da kann man nicht direkt eine legendäre Kiste erwarten. Allerdings hatte das damals jetzt viel mit Glück zu tun. Und jetzt hat es schon mehr mit, was spielen wir da, was für eine höhere Trophäe kriegen wir da. Und das finde ich viel, viel geiler. Schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr davon hält. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, und ich hoffe, bei der nächsten Folge werden wir das Update live zu Gesicht haben, und dann werden wir das mal live ausprobieren in der Praxis. Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!